Ein Team, das krasser nicht sein könnte und vor allem angeschlagen nicht sein könnte, nicht wahr? Willkommen zurück, Freunde, zu Tales of Arise. Nachdem wir in der letzten Folge 2 Bossmonster oder Zwischenbossmonster oder einfach Failed-Bossmonster, wie auch immer, platt gemacht haben, sind wir jetzt ziemlich am Arsch. Und ich würde gerne ein bisschen rasten, denn wer rastet, der rostet. So, was? Blattfisch geht nicht, da fehlt mir Meerbrasse, vielleicht kann man die irgendwann mal züchten. Letztes Mal hatten wir ein Käsefondue, ganz nach Schweizer Art natürlich. Was? Schmelzkäse, der aus Käse im Mehlmantel gekocht in Weißwein zubereitet wird. Und die Käse, was kann man fast alles tun? Käse im Mehlmantel, ja gut, Mehlmantel. Würde jetzt nicht so betiteln, aber okay. Ein Apfelkuchen. Der Elementarangriff. Was, der geht runter. Er soll mal Kisara machen. Looks perfect and tastes just as good. Knocki. Bin ich jetzt nicht so Fan von. Obwohl ich ein großer Fan von Kartoffeln generell bin. Aber ich weiß auch nicht, dass irgendwie... Ich bin auch kein Fan von Kartoffelpüree und so. Stampf auch nicht wirklich. Salat geht aber dann... Also eigentlich finde ich Salat ziemlich lecker. Pommes und so auch, Bachkartoffeln. Also es muss einfach eine Konsistenz haben. Obwohl ja eigentlich alles Kartoffel ist. Also... Eigentlich gibt es keinen Sinn, warum irgendwie man sagen sollte, das mag ich nicht. Aber ist halt so, manchmal macht halt die Konsistenz auch einiges aus. Ist auch mit dem Gemüse so, wer mag schon Gemüse, das irgendwie lapprig ist und scheiße aussieht? Es muss schon irgendwie so sein, dass es einem selber auch gefällt, sag ich jetzt mal. Jetzt haben wir ganz krasse neue Waffen hier. Goldenes Langschwert, aber auch erstmal ein Langschwert. Ja gut, das kriege ich hin. Und harte sphärische Hülle. Jetzt geht es darum, dass man die alten Waffen upgradet. Liegt wohl an der Bibliotheksquest, wa? Ja gut, ein Langschwert natürlich auch schon geil. Harte sphärische Hülle. Okay, muss mal gucken, wann wir die kriegen. Bei mir ist momentan eigentlich noch dieselben Stäbe. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Bei Kisara. Sie hat auch gerne diese sphärische Hülle. Die übertreiben wir die Steinmauer, also ihren eigenen Schild, den sie bereits hat. Den könnte man hier machen, ist aber noch zu teuer. Der geht noch nicht. Komm, warte ich mal noch ein bisschen, wa? Verbessertes Glutgebrüll. Bräuchte das Glutgebrüll nochmal. Wir haben ja auch genug Zutaten dafür. Drachenflammensack. Astralkristall brauchte sie. Für die Art des Kosmos. Das ist die Kristallfäustlinge. Muss ich die nochmal machen? Das wäre kein Problem. Ja, aber durchaus interessant. So. Hätten wir das jetzt mal gemacht, dann würde ich mal sagen, Freunde, schließen wir die Sidequest ab, die wir in der letzten Folge ja beendet haben. Also quasi mit dem Besiegen des Bosses. Und dann gehen wir weiter. Unseres Weges. Wie lief's, Mann? Wir haben ihn aufgehalten. Ja, war aber ziemlich krass. Ein rüpelhafter Keiler. Viel Kohle, viel FP, dankeschön. Ja, vermutlich sollte man erst später platt machen, aber jetzt haben wir es halt schon gemacht. Shit happens. So. Dann mal die Karte abchecken. Whisky haben nochmal eine Quest offen. Die beiden sind klar, das geht noch nicht. Also wenn das eine geht, garantiert noch nicht, das andere müssen wir gucken. Ob ich irgendwie noch was mit dem Ding machen könnte. Da oben geht's, okay. Da oben geht's lang. Da geht es um den Modefuzzi. Muss ich mal gucken, ob ich bei dem irgendwie noch was machen könnte oder vorbereiten kann oder ob ich echt einfach warten muss. Huh? I think someone's calling out for us. They could have something they need from us. Steht einfach nur da. Der ruft doch nicht. You okay? Was ich machen kann. Noch anderes lustiger. Okay. Ah, noch ein Sugel oder was? Here we go. Wandernder Fels.
Darf ich kurz gucken? Wandern auf Fels. Ja, da ist die Quest. Dann müssen wir da rein. Ah, hier ist er bereits. Angucken können wir ihn. Wenn er wirklich wieder so stark ist wie jetzt die anderen Viecher, dann lassen wir es, glaube ich, das erste. Die Chance, glaube ich, schon hoch. Oder sogar noch ein bisschen stärker. Flammenvernichter. Ja, der ist sogar noch stärker. Nee, Freunde, aber keinen Bock drauf. Wir hauen ab. Kann nicht fliehen. Aha. Warum nicht? Da ist jetzt eine Schwachpunkt. Da, der Schwachpunkt ist da hinten. So, warte mal, bei so einem Typen hätte ich dann doch gerne, glaube ich, mal Law noch drin. War ich in Luft und bin ausgewichen, aber okay. Hä? Mehr hat nicht gemacht. Tja, ja, ich kann natürlich jetzt austauschen, wenn wir aber machen. Viel Spaß, Leute, ich ruhe mich hier noch ein bisschen aus, wa? Die ganz schönen Harpe, die draufgehen. Dass er so ein Kampf nicht fliehen kann. Ist doch auch scheiße. Bin schon ausgewichen. Innenverbindung verloren. Ja, von mir aus. Nee, kaum, da bringt so nichts. Ich schicke sie wieder raus. Ah, ich kann so die schon Kausen nicht wieder rauswechseln. Super. Bin ich sonst raus oder so? Er kann natürlich wieder komplett zurück ins Startmenü. Super. Ja, dort laden, wo er automatisch speichert. Nee, kann wissen was. Das mache ich jetzt auch ganz kurz, weil da bringt nichts. Sorry Leute, da bringt so nichts. Ich müsste da Unmengen an Dingen opfern und so, aber keinen Bock drauf. An Items opfern. So, Spiel laden. Ja, er speichert ja immer schön automatisch. Das müsste eigentlich sein, ja. Den holen wir uns ein anderes Mal, Freunde. Ja, da vorne wäre er. Sehr gut. Haben wir das jetzt auch gemacht. Dann natürlich raus aus diesem Haus. I don't sense any more enemies. Warum auch? Wir sind hier alle gute Kumpels jetzt. Und für uns, da geht es weiter. Immer heiter. Nur ganz kurz geprüft, ob auch alles stimmt. Und es ist alles klar. Für die Rallala, für die Rallala. So. Den südlichen Ausgang sollen wir gehen. Da machen wir das natürlich auch. Und ab ins nächste Gebiet. C4, verstorben. Danke, Spiel.
I wonder what we'll find out there this time. Most likely Zoogles, I would reckon. I mean, other than them. Mahog Sar. That makes 4 out of the 5 realms that I've visited now. I wonder what kind of lord we're gonna find there. It doesn't matter. If they try to get in our way, we'll take them down and that'll be that. Ja, komm nur her, komm nur her. I'll do Scheiß my Kylo. best. Under. Try harder! Not a chance! Begin! Power of water! If they rush you, you gotta jump for cover, okay? Look sharp! Lightning thrust! How about this? Lunar Rondo! Here I go. You're Look mine. sharp! Do it. Begin! Go for it! Prepare to crumble. Oh, der Move ist neu. Charge. Any chance we could make the next time a little bit warmer? Does it look like it comes with a thermostat? Ja. Was ist das für Gespräche, ey? I won't forgive you! Severing wind! Ready! Crescent move. I'll face you! You see this coming? You're finished! I'll take out the legs with my shield. Aua. Das tat weh. This one keeps charging Far us! enough. That's what my shield's for. Get behind me. Can't get out of this! I'll leave it to you! Well, we're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. Take the prize on the fries. I'm ready! Pile driver! Severing wind! Anything in armor is all mine! On guard. Resonate with the earth! Coming through! Ha! Now! Scarlet Inferno! Right here. Bye bye. I got you. Ape you! Voll in die Fresse, la. A victory for the ages. Hä? Jetzt eine Eule? Ernsthaft? Jo, hier ist irgendwo eine. 'What's this? Roter Jasmin. Da oben. Huhuhu. Ja, du huhust mich auch. Scheiß uhuhu. Roter Jasmin. Resistenz deutlich verstärkt. Gut, irgendwie haben wir sowieso selten magische Gegner, aber gibt's trotzdem Marinwell. Maybe something's going on in the forest. Schon wieder? Waren doch gerade erst da. Okay. Discourteous, aren't you? Don't mind if I do. Searing flame, reload! It's over! Hitting pile driver! Annihilation! Hear me! Here I come! Fury! Wind! Tiger blade. Mirage! A charge like that could easily be fatal. Just as long I'm here to stop it. Annihilate! Here are the deity! It's over! Hitting pile driver! You're finished! Begin! This one's all mine! Far enough. You require... Take this! Take this and Refrain die. from losing. Losing, losing, losing. Ja, wir losing, losing, losing. Was? There's something in the water. I didn't realize there was a pond here. Yeah, this is Taka Pond. And it happened to have saved my life once upon a time. What do you mean? As a kid, I survived life under the past lords by escaping here when I needed to. It's terrible to swim in, but great for catching a bite for dinner away from Renin eyes. Bear in mind, our rations back then weren't enough to live off of. You had to take matters into your own hands if you wanted enough food to survive. But how did you catch them? With your bare hands? That might take a while. Fish are prone to swim away at the first sign of trouble. I'd put bait or a lure on a line and use it with a fishing rod. You must not be familiar with fishing if this sounds new to you. Here, let me show you how it's done. Oh, Fischen. Mhm.
Okay. I've got something. Okay, muss man sich daran gewöhnen. I'll catch something bigger next time. Nice work. Aber es geht. Nee, das reicht erstmal, dankeschön. And that's all there is to it. Wow. It seems like you need to have good reflexes to catch anything. I don't know if it's really for me. Kisara? I think I've seen enough. Oh, sorry. I guess I'm just in my own little world when I go fishing. Looks like we're going to be here for a while. That's how fishing goes. You wait for a bite, and then the real battle begins. Miguel told me that different fish live in different regions, and you have to pick the right rod and lure for what you're hoping to catch. But that doesn't change the fact it's a giant time sink. Of course, each fish has its own unique flavor, too. And some of them are supposed to be extremely delicious. When you put it like that, maybe it's worth me trying my hand at fishing after all. You're just in it for the food. I was hoping we'd get to fish during our travels. And it just so happens I made sure to grab my brother's old rod before I left Vicente. So, if you ever feel like fishing when we've got a little downtime, just let me know. Good to hear. Thanks for showing us. Okay! Was, ich teile es mir noch, wenn ihr mögt. Ich hätte als Gegenleistung gerne nur eine Sache. Ich bin nur darum, mir Aufzeichnungen von jedem gefangenen Fisch zu zeigen. Je mehr ihr fangt, desto mehr Ausrüstung werde ich euch geben. Wenn ihr irgendwas braucht, ich bin immer da. Habt keine Angst, hierher zu kommen, ich kann so sprechen, ja? Ein Angelexperte. Jetzt sind wir also Eulenfinder, wir sind Farmerbesitzer und jetzt auch noch Angelexperte. Oder Künstler vor allem. Jo, ist doch cool. Oh, da ist jemand am Boden. Heilen wir mal kurz, wa? Auch wenn es ein René ist. Puh, ich habe das Leben gerettet. Jetzt kann ich wieder um einer vergessen, was ich gesagt habe. Geht nur weiter. Infanterieschild. Das stimmt, warte mal. Der ist sicher für dich gut. Vielleicht auch nicht. Oh, ist schwächer, super. Sogar viel schwächer, Alter. Just doing my job. No need to thank me. Hey. Is it just me, or have those two barely spoken a single word to one another? I know, right? But after everything that happened with Miguel, is it really any wonder? Kinda puts a damper on the whole journey though, huh? How long do you think they're gonna keep this up? If it bothers you that much, why don't you ask them? Why do I have to ask? How come you walk together like that? She really doesn't beat around the bush. You mean Kisara and myself? You hadn't noticed? You've been practically joined at the hip ever since we left Vicente. I guess it's force of habit, most likely. I was always ready to protect him, should the need arise. It sort of came with the job description. Right. From being in the Elder Menancia Guard. Although, Dohalim's pretty capable of defending himself, isn't he? Having guards doesn't necessarily mean the one being guarded is weak. No one's perfect all the time. Even so, it's not like they're entirely wrong, Kisara. You're no longer in my employ, after all. I don't know. I mean, if it's what she's used to and you're both comfortable with it, then who are we to judge? But she doesn't serve him anymore. It isn't normal for her to keep following him around like she still does. You know, she's probably right. And a lot has changed over the last few days.
I guess it wouldn't hurt to rethink our relationship in light of the new circumstances. Perhaps I'll give it some thought after all. Does that sound all right by you? Of course. You might want to stop asking his permission for every little thing while you're at it. Sorry. It's not that easy, shaking off old habits. I'll probably need a little time to get fully used to it. Das glaube ich irgendwie auch. Blumenbande. Oho, oho. Okay, wir können hier zwar... weiß man nicht. Dürfen noch irgendwas Neues? Also, würde mich zwar jetzt wundern. Ne, spart die Kohle mal noch. Barsch. Ja, jetzt hier mit den Waffen und so, wa? Kannst du ja Infanterie werde ich nie brauchen. Never ever. Und auch kaum irgendwie upgraden. Kann man zumindest vorstellen. Den haben wir jetzt auch schon lange, habe ich auch nie ausgerüstet. Komm weg damit. Passt schon. Ein Gespräch noch. I've noticed that sometimes we come across enemies who fight like you and try to dodge our attacks at the last second. I hate those guys. I can get some hits in when they move into attack, but otherwise they slip past damn near everything else I throw at them. If what you're seeking is a way to more reliably hit them, there is a solution. Try to outclass them on reflexes? I possess the ability to command Earth elemental beings to some extent. They emerge as the land itself and take root on my command. They will swiftly bind the enemies, at which point you can dispatch them. Huh? What he means is that he can make plants grow to hold the enemies in place. At least I think that's probably what he's saying. I'm glad at least one of us understands him. So basically, if we find an enemy that likes to dodge, we should let Dohalim handle it. I shall do what I can within my modest means to help. Ist doch cool. Dohalim, der Ausweichkünstler. Warte mal. Da fällt mir oder fiel mir gerade was ein, was ich gerade vergessen habe. Schade. Dohalim's fighting style is... what's the word I'm looking for? Subdued? No... Do you mean elegant, perhaps? Yeah, that's the word. For better or worse, you can definitely tell he's cut from posh Renin cloth. And he's not just skilled with the staff either. He can also use astral arts, including healing ones. I can see how he made it to the position of a lord. You flatter me, but my fighting techniques merely come from a style that aims to conserve energy by minimizing body movement. Is that why you wait until the last second before you dodge attacks? To avoid unnecessary movements? No, I do that to sharpen my senses. I find that doing so is an effective means of drawing out my innermost strength. Oh yeah, I've noticed you look stronger and strike out with your rod more after you dodge attacks. Guess that's why. Still, it's a risk. Don't you ever worry you'll dodge at the wrong moment? Then, it'll be just as well. Huh? It's nothing. Let us continue. Mach keine Scheiße, Dohalim. So. Weiter geht's für uns. Miguel, verstorben. Ja, irgendwie die Anführer dieser Something Dinger... feels odd here. Be on your guard. Ja, sehen schon. Irgendwie die Anführer der jeweiligen Gruppen, in den jeweiligen Städten, die versterben immer, wa? In Calaglia war es halt C4, wenn es erst später geschehen ist. In Süßlodia, gut, da war es Genewelt, der war ja auch ein falscher Lord, nee, falscher 50er eher gesagt. Der Lord auch da, das ist natürlich auch richtig, dass er verreckt ist. Und jetzt hier gerade mit Miguel ist schon krass. Die Gespräche die ganze Zeit. I just noticed none of you other Danans have spirit cores. Why is that? Both of my parents were part of the resistance in Calaglia. In fact, my birth was kept a secret from the Renins. Mine too. We always lived in hiding, so I never had a spirit core embedded in me like I was supposed to. What about you, Alphen? You were a slave in Calaglia before all this, weren't you? To be completely honest, I'm not sure why I don't have one. All the other Danon slaves around me did. I was the only exception.
They tended to keep their distance from me to avoid attracting any attention from the soldiers, because of my mask and all. What about you, Kisara? Do you still have your spirit core? No. I was able to find a good Renin doctor who's sympathetic to our kind, and had them remove it before I left. They did such a great job, the procedure didn't even leave a scar. One of the benefits of coexistence, huh? I know that once the spirit vessel was shut down, there wasn't much need for me to hurry. But still, I didn't like having that mark of servitude lingering on me any longer than I had to. It may sound a little strange to hear me say this, but I'm just me now. Not a guardsman or a slave. I'm my own woman. And this is my chance to have a new beginning. Das ist doch schön. Die man warten lässt. Alter, wie viel noch? Achso, ja, doch, jetzt weiß ich, was ich gucken wollte, und so einem Meisterkern. Astralbogen Nummer 5. Ah, hier, Meisterkern der Erde. Ein Hellgang, genau, Meisterkern des Lichts. Eigentlich haben wir noch den Meisterkern des Feuers, aber der wird hier nicht aufgeführt, warum auch immer. Noch starke Gegner, noch Windgegner. Ja, da ein bisschen was zu tun. So. This sure is one rugged road. You'd think they'd keep this at least a little better maintained, right? Why spend energy fixing that which is rarely used? Repairs require time and effort, which in our world means slaves, often in great numbers. For you, it may be a simple request, but that can quickly become another's difficult burden. Nobody gains anything without someone expending effort. And you know, somehow that someone always ends up being a Danon, while the Renins are the ones who gain. True enough. Ideally, in a perfect world, I think it's only fair that the ones who need it should be the ones to perform the work. However, when doing so could be dangerous like it is here, there are many who would prefer that it be others who risk their lives in their stead. So, what you're saying is that people will just put up with the inconvenience until someone else comes along to fix it for them? Indeed. And it is those who can no longer bear that feeling that inevitably take action. Much like the Danons in our group do so now. As strange as it may be to hear such a thing from the likes of myself. It's true that most of the Danons in Calaglia have been resigned to just accepting things as they are. Still, we can't just blame them for... What are you making that face for? You're not worn out already, are you? Nah, just regretting I ever said anything in the first place. Ja, irgendwie verständlich. So, warte mal. Können wir uns hier vielleicht aber testweise mal gucken, wie stark die Feinde hier sind? Oh ja, die ziehen an. Jetzt die Frage, muss ich hier wirklich irgendwie offscreen trainieren oder kommt das einfach by the way? I'm not so good with airborne targets. Airborne scoundrels! Sounds like a job for yours truly. Not in your dreams. I'm ready! Kisara! Commander of Heaven! Phoenix Cyclone! Yeah! Nice technique! Totally! In an instant! Impact Block! Bis jetzt geht's noch. Together, there is nothing that can stop us. Indeed. As one, we are unrivaled. And that is our greatest strength. Hä? Wieso war der nicht auch im Kampf beteiligt? This one's tough, but we have no choice. Let me know if you Not need today! healing. Take this! You're finished! Severing Wing! Lunar Rondo! Airborne beast. My special. This one's mine! You're flying free! Why can't they just sit still? Sion, can you take care of them? No sooner said than done. Totally! In an instant! Impact Block! Schade, ich würde gerne mal sehen, wie du ihm die mystische Arte-Kombi miteinander macht. Das wäre sicher auch ganz geil. Is this as valuable as I think it is? Ja, das glaube ich auch. So, Freunde, genug geplaudert, genug gekämpft. Es wird Zeit, die Folge zu beenden. Und für mich auch die Aufnahmesession wieder mal für eine Weile, nehme ich jetzt mal an. Und ja, wir sind hier am Berg Diara im Gebirgspfad auf dem Weg zum Tal der vier Winde. Wird hoffentlich ganz spannend werden. Mal gucken, was wir uns im Vierten Reich so erwarten werden. Sowohl was natürlich auch die Danäer dort betrifft, als auch die Situation an und für sich. Natürlich auch mit dem Lord und so weiter und so fort. Wir können gespannt sein. Ich hoffe,
ihr seid es auch. Und ja, natürlich müssen wir noch ein bisschen was trainieren und so, ist klar. Fähigkeiten Matrix auch in ein paar Punkte, aber sparen wir uns die noch auf für eine Weile. Wir müssen noch ein bisschen trainieren, wir brauchen dringend höhere Level und so. Und ja, in der Hinsicht sage ich mal an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal zurück bei Tales of Arise. Auf dem Weg zu den 4 Winden, zum Gebiet der 4 Winde, zum Tal der 4 Winde, zum Land. Egal. Bis dahin. Bye bye.